Wir wollen heute mal der Frage auf den Grund gehen, wo uns die KI betuppt hat. Und zwar haben wir die KI, also ChatGPT, gefragt, wo es absolut keinen Sinn macht, Bauteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff einzusetzen, um euch aufzuzeigen, was wir doch können, wo ChatGPT glaubt, das ist nicht machbar. Also ein Punkt ist stark abrasive Umgebung. Stimmt, Faserverbundwerkstoffe, wenn ich die habe, und da gehen zum Beispiel Schottersteine oder solche Sachen rüber, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die Oberfläche relativ schnell abgetragen wird. Das stimmt, also starke mechanische Abnutzung wäre da nicht so gut, aber wir können ja auch einen Schritt weiter denken. In dem Fall haben wir mal eine Konstruktion gebaut, wo wir dann GFK praktisch genutzt haben, um die ganzen mechanischen Lasten abzutragen, um das Ganze auch durchgängig zu machen für elektrische Funkwellen. Und in der Front sind wir hingegangen, haben da eine Verschleißschutzkeramik aufgeklebt, so dass die dann halt eben den Part übernimmt, die mechanische Abnutzung deutlich zu minimieren. Würde ich also sagen, ist widerlegt. Man kann auch unter Einsatz von GFK in stark abrasiven Umgebungen Konstruktionen entwerfen. Man muss halt nur ein bisschen weiterdenken. Nächster Punkt ist, die KI sagt, sehr hohe punktuelle Belastungen funktionieren nicht mit Faserverbundwerkstoffen. Dafür müssen wir erstmal überlegen, was sind denn hohe punktuelle Belastungen? Also wenn ihr eine Brücke habt aus GFK, zum Beispiel eine Fußgänger- oder Radfahrerbrücke, da haben wir auch andere Videos von, da könnt ihr das schön sehen. Wenn ihr haufenweise Leute da drauf stellt, so dass die Brücke dicht besiedelt ist, dann ist das eine Flächenlast. Eine Punktlast für eine Brücke wäre etwas, wo man sagt, okay, da steht jemand auf einer Fläche von 30 mal 30 Zentimeter. Das wäre als Punktlast zu definieren. Das kriegen wir mit GFK immer hin. Das müssen wir nur anständig auslegen. Dann funktioniert das. Dann können wir die auch befahrbar machen für Fahrzeuge, auch kein Thema. Wenn wir jetzt immer feiner werden und wir nehmen zum Beispiel einen Kugelschreiber und wir sagen, okay, die Spitze des Kugelschreibers drückt aber auf das GFK-Bauteil, dann würde ich sagen, ja, das wird schon schwierig, weil da kann ich tatsächlich eine Punktlast reinbringen, die für irgendwelche Zerstörung der Oberfläche oder Delaminierung oder sowas sorgt. Ist ja ähnlich, wie wenn ich da praktisch mit einem Bohrer reindrücken würde. Aber wenn wir solche Anforderungen haben, dass auf eine sehr kleine Fläche eine hohe Last reingeht, dann gehen wir natürlich von Engineering-Seite aus hin und überlegen uns, wie kriegen wir das denn hin, dass diese Last möglichst flächig eingetragen wird. Ist also auch kein Problem, man muss es nur konstruktiv berücksichtigen. Nächster Punkt, elektrisch leitfähige Anwendung. Da sagt ChatGPT, dass GFK ein Isolator ist und daher ungeeignet für Anforderungen, wo es auf elektrische Leitung ankommt. Ja, ich würde GFK auch nicht als Stromkabel einsetzen, dafür ist es sicherlich nicht das Falsche. Aber wenn ich ein GFK-Bauteil brauche, das schon eine gewisse elektrische Leitfähigkeit hat, dann können wir durchaus durch Additive in den Hardsystemen dafür sorgen, dass das elektrisch leitfähig wird oder auch im Nachgang über zum Beispiel Grundierung oder Lackierung, die auch eine entsprechende elektrische Leitfähigkeit haben. Das ist also auch möglich und das haben wir auch schon gemacht. Laut künstlicher Intelligenz kann man aus Faserverbundwerkstoffen keine Bauteile machen mit einem hohen Designanspruch. Da würde ich mal für unsere ganze Branche widersprechen wollen, weil wenn man sich überlegt, es gibt haufenweise Figuren, Kunstobjekte, solche Sachen, die auch aus GFK hergestellt wurden und die durchaus einen hohen Designanspruch haben und deswegen auch mit GFK umgesetzt wurden. Und ganz speziell für uns, wir fertigen hier ja, wie ihr wisst, viele Bauteile für Busse und Schienenfahrzeuge, Verkleidungsteile im Innen- und Außenbereich. Das ist natürlich auch was, wo es sehr hohe Designansprüche gibt, oftmals in Kombination auch noch mit Brandschutzanforderungen. Und natürlich, also 85% von allem, was wir hier jeden Tag ausliefern, hat einen sehr hohen Designanspruch und das kriegen wir hin. Da könnt ihr euch alle anderen Videos für angucken, die wir gemacht haben. An der Stelle widerlegen wir halt auch mal ChatGPT. Das sind jetzt so die größten Punkte. Frage ist für mich, fallen euch noch andere Punkte ein, wo ihr sagt, dafür ist aber glasfaserverstärkter Kunststoff doch gar nicht geeignet? Dann schreibt es mal bitte rein und wir unterhalten uns darüber.